Willkommen zu einer neuen Episode. Schweren Herzens haben wir die Türkei verlassen und sind bereit für neue Abenteuer und ein neues Land kennenzulernen. Wir erkunden die Städte Nessebar und Sozopol an der Schwarzmeerküste, bevor wir 2 Freunde in Varna einsammeln. Zu viert geht es weiter Richtung Sofia. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Wir sind jetzt hinter der Grenze auf der bulgarischen Seite und ja, das lief alles komplett reibungslos, außer ich wurde zweimal anscheinend in der Türkei geblitzt. Einmal habe ich es mitbekommen, das andere Mal, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo es passiert ist. Das mussten wir jetzt dann noch nachzahlen, aber sonst war alles total einfach und ohne Probleme. Und wir merken ein weiteres Mal, dass Rio ein Wachhund ist, weil er es überhaupt nicht gern hat, wenn fremde Leute ins Auto reingreifen wollen, also die Grenzbeamten. Ja, für uns geht es jetzt hier auf der bulgarischen Seite weiter und zurück ans Schwarze Meer, an die Küste. Und dort stehen wir dann auch die erste Nacht. Genau, Sarah ist jetzt auch wieder mit drin und das heißt, es geht jetzt los. Wir sind jetzt am Hafen von Sozopol. Das hat mir meine ehemalige Kollegin Rosa empfohlen. Der Sozopol ist eine der ältesten Städte in Bulgarien und war von der Antike bis ins 17. Jahrhundert eine florierende Handelsstadt. Und ja, sowohl der Ort als auch die Mauer zählen noch jetzt als Freilichtmuseum. Ende März ist Sozopol noch sehr verschlafen. Es sind noch fast keine Touristen da. Wir laufen nahezu alleine durch die ganzen Sträßchen. Und Cafés und Bars sind auch noch nicht offen oder sehr wenige. Am Schluss haben wir eine Infotafel gefunden, dass man sich eine App herunterladen kann und dann Infos zu diesen Gebäuden bekommen konnte. Für uns leider zu spät. Wir haben uns heute aus der Türkei noch tiefgefrorene Börek mitgenommen und die werden wir jetzt machen und danach verzehren, weil wir jetzt nach dem Stadtdurchlaufen hungrig sind. Unsere letzten Börek. Für eine längere Zeit. Macht mich auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Wir hätten noch einen Chai trinken müssen. Oh ja, das stimmt. Wir lassen uns jetzt das Börek schmecken. Es ist Börek-Auflauf geworden. Aber es wird bestimmt gut schmecken. Ich kann es auch noch nicht mehr probieren, es ist zu heiß. Die ersten wurden ein bisschen weich. Genau, und jetzt wurden sie ein bisschen kross. Drin gelassen. Also sie sind schon sehr kross. Wir sind heute nördlich vom Burgas aufgewacht. Sind wir gestern Abend noch hingefahren. Hier gibt es einen pinken See eigentlich. Bei dem Wetter nicht. Deswegen werden wir, also da muss man auch Eintritt zahlen und kann da baden gehen. Also da haben wir, glaube ich, also mit dem Wetter habe ich eh keine Lust, baden zu gehen. Aber ja, und jetzt beschäftigen wir noch ein bisschen Rio und dann geht es weiter Richtung Varna, weil wir in morgen 2 Freunde abholen am Flughafen. Da auf dem Weg liegt noch Nessebar, das wurde uns auch noch von der Rosa empfohlen. Wir schauen, ob wir es noch einbinden können und dann kommt hoffentlich einmal die Sonne raus, weil es heute 7 Sonnenstunden geben soll. Wir fahren jetzt nach Nessebar und heute haben wir eine Premiere. Die Sarah sitzt hinten und macht die Untertitel fürs nächste Video. Und ich
fahre jetzt, weil es ist zwar heute richtig schön warm vom Wetter, aber es ist ja so diesig, wie ihr es gesehen habt, und es kommt halt kaum Solarstrom an. Deshalb müssen wir jetzt fahren, damit wir genug Strom zum Laden haben. Wir sind jetzt kurz vor dem Parkplatz und haben schon den ersten Blick auf Nessebar. Und zwar rechts abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Alter! Und wir fahren jetzt erstmal auf den Parkplatz. Ja, sie hat die Schiebetür gerade nicht aufbekommen. Wir sind jetzt unterwegs nach Nessebar in die Altstadt. Nessebar wurde ursprünglich von den Thrakern gegründet als Siedlung und im späten 6. und frühen 5. Jahrhundert vor Christus wurde es dann von den Griechen besiedelt. Und heute ist die Innenstadt oder die Altstadt ein Freilichtmuseum. Wir gehen jetzt hier schon an einer richtig schönen Windmühle vorbei, die allerdings gerade renoviert wird. Jetzt hoffen wir mal, dass die Innenstadt nicht auch alles renoviert wird, aber es schaut da vorne schon mal ganz gut aus. Wir sind jetzt fast ganz hinten in Nessebar angekommen und es ist wirklich schön. Es ist so ein richtig kleiner, idyllischer, alter Ort mit vielen alten Gässchen und Gebäuden. Und wenn man hier in der Gegend ist, wirklich einfach ein schöner Stopp. Es hat auch so einen schönen Hafenstadt-Flair irgendwie. Ja. Und zwischendrin dann noch die Ruinen von den uralten Kirchen. Ja, schon toll. Ja, ist auf jeden Fall schön zu sehen. Wir sind jetzt hier in den letzten Zügen und standen bei Varna am Strand. Ein richtig schöner Platz. Und genau, wir machen jetzt gerade noch das Auto sauber für Henry und Basti. Und dann fahren wir eine Woche mit den beiden rum. In der Zeit werden wir dann weniger filmen, sondern die gemeinsame Zeit dann genießen. Und im Anschluss geht es dann von Sofia aus wieder weiter. Nach diesem genialen Platz ging es für uns weiter zum Buslucha-Denkmal. Es ist ein 70 Meter hohes Denkmal der bulgarischen kommunistischen Partei und das größte seiner Art in Bulgarien. Heutzutage darf man es leider nicht mehr von innen besichtigen.
Wir sind hier an einem wunderschönen Stellplatz direkt in der Natur. Morgen geht es weiter zum Wasserfall und zu einer Höhle. Wir sind hier am Krushuna Waterfall, also Wasserfall mit unseren Freunden. Und der Weg ist super schön. Es zieht sich erst so ein kleiner Fluss entlang, wo so ganz klein, also das sind keine Wasserfälle, aber so Stufen. Und der Wasserfall zieht sich über so, ja, so gefühlt 3 Etagen. Und es ist super schön. Ich habe jetzt mit einem gerechnet, nicht mit so vielen Etagen. Und genau, hier ist auch eine kleine Wanderung. Der Eintritt war jetzt 2,50 € pro Nase, was auch super gut ist. Und ja, jetzt genießen wir noch den restlichen Teil des Weges. Wir haben schon viele Höhlen bisher in unserem Leben gesehen und doch ist jede Höhle einzigartig. Bei der Stalbizata-Höhle fühlt es sich an, als hätten wir den perfekten Zeitpunkt erwischt. Die Sonne, die durch den Eingang der Höhle schien, erhellte diese in einem mystischen Lichtstrahl. Genauso beeindruckend und weitaus mehr bekannt ist die Devetaška-Höhle, eine der größten Höhlen in Bulgarien. Diese bietet auch ein Zuhause für fast 30.000 Fledermäuse und war auch teilweise Drehort des Films The Expendables 2. Wie man sieht, werden wir gerade abgeschleppt. Hinten links ist die Achse bzw. das Radlager ziemlich heiß geworden. Mal schauen, was es ist. Und ja, kurz vor Pleven mit Henry Basti an Bord sind wir jetzt auf dem Abschlepper. Mal schauen, was das heute wird. Eigentlich wollten wir an einem Canyon schlafen, aber ja, so schnell ändern sich die Pläne. Heute ist Donnerstag, am Samstag sind Henry und Basti gelandet. Und wir sind von Varna bis nach Pleven gefahren mittlerweile. Und kurz vor Pleven ist unser Radlager hinten links kaputt gegangen. Das heißt, wir wurden abgeschleppt. Und ja, gestern Abend haben dann Henry Basti den Bus nach Sofia genommen, um rechtzeitig für ihren Rückflug da zu sein und es sicher zu machen. Und wir lassen gerade noch das Auto reparieren. Und gestern hat uns Rosa in der Zwischenzeit die Gegend hier gezeigt. Und ja, heute, gerade eben wurde die Steckachse von uns abgeholt und sie fahren jetzt in die Werkstatt, machen das neue Radlager drauf und kommen dann wieder. Das heißt, heute können wir auf jeden Fall auch Richtung Sofia fahren. Und ja, so haben wir uns das Ganze nicht vorgestellt mit Henry und Basti, dass wir sie dann in den Bus verfrachten und sie auf eigene Faust nach Sofia fahren. Aber ja, so ist es. Wir haben dann auf jeden Fall immer ein Ersatzradlager ab jetzt dabei, für hinten, vorne haben wir es schon. Und ja, geschlafen haben wir jetzt die letzten Tage hier schön neben der Schnellstraße vor dem Autoservice, wo wir die Reparatur kriegen. Eine gute Sache hat's, wir haben auf der anderen Seite gestern Morgen einen Wolf gesehen, was uns sehr, sehr gefreut hat. Wir waren uns sehr unsicher, ob es ein Wolf ist oder nicht, aber es war einer. Der ist dann im Wald verschwunden. Und ja, es gibt ruhigere Stellplätze, aber die Leute sind hier super freundlich. Aber für Rio ist es auch richtig bescheiden, weil hier überall Wachhunde sind und nachts er fühlt sich so unwohl.
wenn wir draußen sind. Deshalb freuen wir uns auf jeden Fall, wenn es jetzt dann weitergeht. Wir sind wieder unterwegs nach 1,5 Tagen warten circa. Und ja, jetzt fahren wir nach Sofia, treffen Henry und Basti wieder, damit wir noch den letzten Abend und dann den Tag morgen noch bis zu ihrem Flug zusammen verbringen können. Guten Morgen, wir stehen kurz vor der Grenze zu Nordmazedonien. Die letzten Tage waren ein bisschen aufregend. Wir haben ja gesagt, wir filmen weniger. Unser Radlager ist kaputt gegangen mit unseren Freunden und sie sind dann weiter mit dem Bus nach Sofia, weil wir nicht wussten, ob wir es rechtzeitig schaffen. Meine ehemalige Arbeitskollegin Rosa und ihr Mann Cemek sind selbst vor 2 Wochen liegen geblieben und kannten einen Abschleppdienst und eine Werkstatt und haben Gott sei Dank für uns alles organisiert, weil die netten Herren auch nur Bulgarisch gesprochen hätten. Wir wären da ziemlich am Ende gewesen. Und ja, sie haben es geschafft, innerhalb von 2 Tagen das Teil herzubekommen, oder innerhalb von 1,5 Tagen wohl eher, das Teil herzubekommen und einzubauen. Und ja, wir standen dann neben der Schnellstraße. Obwohl es am Anfang hieß, dass es das Radlager hinten in Bulgarien nicht gibt. Genau, das hieß es am Anfang. Das vorne haben wir sogar ein Ersatzradlager dabei, aber für hinten nicht. Aber es war dann doch alles relativ schnell organisiert und jetzt ist es 6:30 und wir machen uns auf den Weg zur Grenze, weil wir um 9 den Werkstatttermin haben. Für die, die uns schon länger folgen, die wissen, dass wir im November nach Nordmazedonien in diese VW LT-Werkstatt wollten, oder für die in die Werkstatt, die auf LT spezialisiert sind. Und jetzt wird es endlich wahr. Jetzt kriegt der Sven bald neue Federn und ein paar Kleinigkeiten, das wir auch noch machen. Unter anderem neue Reifen. Komm, hopp. Alter, das kotzt mich voll an. Also, wir sind jetzt in Nordmazedonien, das ist schon mal das Positive für uns. Und an der Grenze wurden wir jetzt nach Text gefragt. Ich so, nee, haben wir nicht. Ich wusste nicht mal für was und die Verständigung war auch relativ schwer. Dann wurde ich zu einem anderen Schalter hingeschickt. Dort wurde ich wieder weggeschickt. Dann haben sie mich wieder zurückgeholt. Und dann dachte ich, irgendwelche Steuern nachzahlen. Aber wie sich herausgestellt hat, haben wir jetzt nochmal die Vignette zahlen müssen. Das ganze Land, wir haben eine E-Vignette. Wir haben 2 gekauft insgesamt. Und überall wird es elektronisch. Das ist jetzt die 3. Ja, jetzt ist es die 3. Also wir mussten die erste verlängern. Genau, und überall wird es elektronisch in dem Land geprüft, ob du die E-Vignette hast, und überall sind die Scanner über den Straßen. Und an der Grenze wird es nicht elektronisch überprüft. Und jetzt haben wir nochmal die Vignette gezahlt. Und auch wieder zum Wechselkurs, der unterirdisch ist, weil eigentlich ist der Wechselkurs 2:1, 1:2. Auf jeden Fall Euro die Hälfte. Und jetzt haben wir, eigentlich kostet es 15 und ich habe wieder 10 gezahlt an der Grenze. Richtig geil. Und ja, und dann kommt noch hinzu, dass die Straßen zu 90% so bescheiden sind, obwohl man Maut dafür zahlt. Aber naja, wir sind jetzt in Nordmazedonien und sollten in knapp 2 Stunden bei der Werkstatt ankommen. Und dann haben wir erstmal ein Airbnb mit heißer Dusche und darauf können wir uns, glaube ich, jetzt erstmal freuen. Ja. Auch wenn ich mich in dem ersten Moment ziemlich drüber aufgeregt habe, dass wir die Vignette jetzt nochmal gezahlt haben, muss man sagen, dass Bulgarien wirklich ein super Reiseland war. Und gerade von den Naturhighlights und so war es echt atemberaubend zum Teil, habt ihr ja gesehen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns auch weiterhin begleitet. Also, wir sind wieder on the road again. Also, die Teile sind gekommen. Bin ich scharf? Jetzt bin ich erst scharf. Nochmal. Also, wir sind wieder auf der Straße. Die Teile sind heute gekommen. Sie haben das Teil ausgebaut oder haben es heute. Sie haben es gestern ausgebaut.